Ihr wisst zwar, wie man Assets in Unity einfügt, wollt aber dieses nicht immer im Bild haben und habt auch keine Lust darauf, wegen jeder Kleinigkeit einen neuen Avatar anzulegen? Nun, mit Hilfe von Unity können wir dies auf einfache Art bewerkstelligen, sodass ihr Assets auf Knopfdruck ein- und wieder ausblenden könnt. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist euren Avatar und das gewünschte Asset in Unity zu importieren. Wenn ihr nicht wisst wie, klickt rechts oben auf diese Infobox, die euch zu einem entsprechenden Tutorial weiterleitet und ihr am Ende dessen genau auf diesem Wissensstand hier sein werdet. In diesem Video werde ich dieses Asset hier verwenden. Der Link hierzu findet ihr unten in der Beschreibung. Der Anfang ist dabei genau gleich wie beim letzten Mal. Wir ziehen das Asset und die Textur in das Projektfeld, erstellen ein neues Material und verknüpfen dieses damit und ziehen es dann auf den passenden Knochen. Soweit so gut. Was wir jetzt aber tun müssen, ist eine Einstellung im Material zu treffen, und zwar gehen wir zurück ins Material vom Asset. Als erstes kontrollieren wir, ob wir den Rendering-Typ Cutout eingestellt haben, da das Ganze ansonsten nicht funktioniert. Als nächstes gehen wir bei Texture auf Lit Color Alpha und dann auf das farbige Kästchen und klicken dort einmal drauf. In dem sich nun öffnenden Fenster schieben wir dort, wo A steht, den Regler ganz nach links auf 0 und wir sehen, dass das Asset in der Szene verschwunden ist. Habt ihr anstatt dem M-Toon-Shader den Standard-Shader verwendet, dann funktioniert das genauso. Geht auf Rendering Mode auf Cutout, dann geht auf das farbige Kästchen neben Albedo und zieht den Wert ganz nach links. Damit ihr jetzt eure Assets wiederbekommt, geht im Projektfeld auf den Ordner mit .blendshapes am Ende. Jetzt solltet ihr eine Datei finden, welche nur den Namen Blendshape hat. Klickt ihr einmal drauf und es sollte eine Auflistung mit allen Blendshapes im Inspektor erscheinen. Wahrscheinlich schaut es bei euch etwas anders aus, aber solange ihr die Punkte Neutral, A, I, U, E, O seht, dann seid ihr hier genau richtig. Ganz unten solltet ihr auch den Knopf Create Blendshape Clip sehen. Klickt dort einmal drauf und es sollte sich ein Explorer-Fenster wie dieses hier öffnen. Nehmt, damit alles klappt, den vorgeschlagenen Ordner, vergibt dem Blendshape Clip einen passenden Namen, wie in meinem Fall Height Stab, und klickt dann auf Speichern. Wählt als nächstes den angelegten Clip aus, scrollt gegebenenfalls ganz nach unten und klickt dann auf Material List. Unter dem nun erscheinenden Fenster klickt ihr wieder auf das Plus und wählt euer Asset-Material aus. In dem nun erschienenen zweiten Dropdown-Fenster wählt Color aus. Das ist gleich, egal ob ihr M-Toon oder den Standard-Shader verwendet. Klickt einmal auf das schwarze Feld neben dem Target Value und zieht den Regler bei A dieses Mal ganz nach rechts oder tippt einfach den Wert 255 ein und zieht die Farbe auf Weiß, damit die Texturfarbe korrekt dargestellt wird. Im besten Fall seht ihr unten in der Vorschau das nun erschienene Asset. Aber sollte das nicht der Fall sein, keine Panik, das ist, was ich in anderen YouTube-Videos erfahren habe, anscheinend ein Darstellungsfehler mit FBX-Dateien. Falls es euch stört, bei mir wurde das Asset nach einem Export und anschließenden Import wieder richtig angezeigt. Eventuell klappt es bei euch auch. Aber nichtsdestotrotz können wir nun den Avatar exportieren, um zu sehen, ob alles so funktioniert, wie wir es uns erwarten. Klickt dazu in der Hierarchie auf den Avatar. Dann gehen wir in der Taskleiste auf VRM0 und Export. Starten wir nun unseren Face-Track und gehen anschließend in das Menü für unsere Emotionen. Bei VC-Face findet ihr das unter Einstellungen und dann Ausdruckseinstellungen. Sucht ihr anschließend nach der Emotion, die denselben Namen trägt wie der Blendshape-Clip, den ihr erstellt habt. Wählt Additive aus und vergibt ihnen ein Hotkey. Wenn ihr diesen drückt, sollte das Asset nun erscheinen, und wenn ihr ihn nochmals drückt, verschwindet das Asset wieder. Ja, und das ist auch schon das gesamte Hexenwerk. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Sollten noch Fragen offen sein, stellt sie unten in die Kommentare. Wenn ihr jetzt euren Avatar noch weiter mit Unity verbessern wollt, klickt doch einfach auf das Video, welches nun auf eurem Bildschirm angezeigt wird. Oder schaut doch nach, worüber ich noch ein Tutorial gemacht habe. Vielleicht findet ihr ja etwas, was euch interessiert. Und wenn nicht, tschüss und bis zum nächsten Mal. Meine Landratten.